Jochen Thomann und sein Team bauen Trockenmauern aus Natursteinen, 250 Millionen Jahre alt. Ich würde mal sagen, der altert in Würde. Nach 10, 15 Jahren hat er immer nur den Farbton. So zeitlos die Steine, so uralt die Bauweise. Wie ein Puzzle, wie ein großes Puzzle. Sie bauen Stein auf Stein ohne Mörtel. Die unförmigen Steine macht Marvin Ude passend. Also ich mag es mit dem Naturstein, mit jedem individuellen Stein eine Mauer aufzubauen, das passend zu machen, zu merken, dass was am Tag entsteht und man sieht, was man geschafft hat. Recht. In Oberndorf am Neckar setzen die Landschaftsgärtner seit 6 Monaten Stein auf Stein. Stein um Stein machen sie den Hanggarten von Familie Martin begehbar mit rund 140 Tonnen Naturstein. Jetzt ist Zeit für die Trockenmauer am Haus. Ohne Fundament steht keine Mauer, weder stabil noch lange. Bevor sie also Steine setzen, graben sie einen Sockel. Der puffert die natürliche Bewegung des Bodens ab. In den Unterbau gehört auch dieses Rohr. Damit sich künftig darin nur Wasser sammelt, kleiden sie die Drainage in einem Mantel aus Vlies. Das Rohr leitet das Wasser aus dem Fundament und sitzt am Fuße des Aushubs mit Gefälle. Stützmatten und ein weiteres Vlies machen den Unterbau komplett. All diese Vorarbeiten dienen den Steinen aus Muschelkalk, die Familie Martin mit Planer Jochen Thomann gewählt haben. Kalk und Wasser ist eine chemische Reaktion und hauptsächlich von den Sedimentgesteinen müssen wir gucken, dass die sofort nach langer Regenzeit oder in Wintermonaten, wo es feucht ist, dass sie schnell abtrocknet. Wenn ein Stein ständig oder Kalkstein ständig feucht ist und im Lehmboden sitzt oder richtig trainiert wird, also mit der Drainage das Wasser abgeleitet, wird er wahrscheinlich eine kurze Lebensdauer haben. Also der wird Riss kriegen, der wird Mergelabplatzungen kriegen oben, der wird sich tatsächlich auflösen. Damit er sich nicht auflöst, kommt diese Schicht dazwischen. Ein 30 cm Kiesbett sorgt dafür, dass das Wasser abfließen kann. Für das Trockenfundament, das ist ja kein betoniertes Fundament, verwenden wir das Schottergemisch. Also das ist ein Schottergemisch, 0 bis 32 mm Körnung. Da ist Sandanteil drin, da sind Splittanteile drin und bis zu 32 mm. Der lässt sich gut verdichten, setzt sich auch nicht mehr, einfach durch den Sandanteil, verteilt miteinander. Und da brauchen wir einfach ein stabiles Material für das Fundament, das die Fundamentfunktion übernimmt. Als Drainageschotter nehmen wir den Flickschotter, heißt es, oder Drainageschotter, das ist jetzt Körnung 1632. Da fällt jetzt der Sandanteil gänzlich. Also der ist jetzt nur, dass Wasser schnell abgeleitet wird. Der wasserleitende Kies kommt später ins Fundament. Der Schotter mit Sandanteil wird zunächst verdichtet. Marvin Ude spart dabei den Bereich um das Drainagerohr aus. Der bleibt locker aufgeschüttet, damit das Wasser ungehindert abfließen kann. Als nächstes kommt jetzt nochmal so ein Schottermaterial drauf, das 0,32er Material, aber nur eine lose Schicht. Und in diese lose Schicht werden wir dann nachher die Steine reinsetzen. Da die Steine auf der Unterseite ziemlich uneben sind, können wir mit dem losen Material diese Unebenheiten ausgleichen, dass wir oben mit der Steinoberseite genau auf der Schnurhöhe rauskommen. Die Bauherren wünschen sich ein Schichtmauerwerk. Eine Steinmauer mit geradlinigen und rechtwinkligen Fugen, parallel und abgestuft zu Haus und Hang. Versuchen wir quasi durch die Schotter ein Negativ vom Stein zu erstellen, dass der da genau reinsitzt. Die Quader kommen aus der Würzburger Ecke. Der fränkische Muschelkalk gilt als frostbeständigster Deutschlands. Ihm machen Regen und Frost des Nordschwarzwalds nichts aus, wenn er im Fundament mit Drainage sitzt.
Die großen Steine haben wir von der Statik her gebraucht. Es ist doch ein Höhenunterschied von beinahe 3,5, 4 Meter, der abgefangen werden muss. Und die großen Steine halt vom Eigengewicht, auch von der Statik her, würde den Hang halten. Also die Druckermauer hat klar die Vorteile natürlich. Erst einmal vom Abbau ist der Naturstein wesentlich ökologischer wie der Betonstein. Von der CO2-Fußabdruck her muss man ganz klar sagen. Wir haben Nische für Kleinlebewesen. Und natürlich der optische Aspekt ist so schön. Also die Farbgebung von der Muschelkalk ist einzigartig. Gell? Das Beige, das Grau, das Bläuliche noch. Ich würde mal sagen, der altert den Würde. Nach 10, 15 Jahren hat er immer noch den Farbton. Im Farbton spiegelt sich die Erdgeschichte. Vom Weichgestein brauchen sie zuerst die großen und schweren. Es gibt manche Steine, wie man schon mit dem Greifer anpackt, da merkt man schon, die sind vielleicht doch nicht so geeignet, weil sie schon kaputt gehen können, ein bisschen einbröseln. Und da schauen wir eben, dass die stabilen Steine, dass wir die unten reinsetzen können. Wir bauen mit einer sogenannten Dosierung oder Anlauf oder Neigung. Das ist eben statisch vorgeschrieben, 10%, 10 bis 20% zum Hang sollte es die Neigung haben. Und das versuche ich jetzt in dem losen Schottermaterial, was wir jetzt draufgeworfen haben, dort auszuplanieren und der Stein dann genauso reinzusetzen, dass er dadurch schon diese 10% erreicht. Mein Handzeichen, weil wir schwer kommunizieren können, zeige ich ihm jetzt an, wie er den Stein zu drehen hat und in welche Richtung er mir bringen soll. Wir sind schon gut eingespielt und mittlerweile wissen wir einfach, was wir voneinander wollen. Also wenn ich ihm so ansage, dann soll er den Stein so rumdrehen, schwenken in die Richtung. Das spielt sich über die Jahre ein. Da findet man seine Sprache miteinander. Ihre gemeinsame Sprache haben Roger Mattes und Marvin Ude vor 13 Jahren gefunden. Da waren sie zuerst Ausbilder und Azubi. Heute sind sie Bauleiter und Vorarbeiter. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich richte ihn jetzt erst mal völlig aus, so wie er sein sollte. Der 300-Kilo-Koloss sollte anstoßen. Wichtig ist hier, dass die Steine immer Kontakt zu den anderen haben. Die Steine halten sich so gegenseitig in der Reihe, bilden die sogenannte Stoßfuge. Sie liegen also Stein an Stein und brauchen damit keinen Mörtel in der Fuge. Stemmeisen und Muskelkraft tauscht er noch gegen Wasserwaage und Richtschnur, nivelliert den Stein, bringt ihn ins Wasser. Also jetzt habe ich mit der kleinen Wasserwaage gerade geschaut, ob mir der Stein eine 10% Dosierung schon hat. Der Stein ist 40 cm hoch. 10% wären 4 cm, was ich unten anliegen müsste und oben zu meiner Vorderkante des Steins weg sein müsste. Das ist hier schon ganz gut. Das passt soweit. Er ist noch ein klein bisschen zu hoch auf der linken Seite. Das lässt sich jetzt aber mit dem Bagger noch runterklopfen. Dosierung im Wasser und Stein an Stein gehören auch zur historischen Bauweise. Was? Das wäre der Stein. Trockenmauern bauen heißt sich rantasten. Stein für Stein entsteht das Gebilde. Man sieht es jetzt hier. Oben bis auf die rechte Seite ist er eigentlich ziemlich eben und hier unten sehr uneben. Da hat er so viele Hubbel. Und durch dieses lose Schottermaterial habe ich jetzt eben die Möglichkeit, das auszugleichen, dass er mir oben absolut eben sitzt. Ob und wann ein Stein gut sitzt, entscheidet Marvin Ude. Den zweiten Muschelkalk setzt er wie den ersten. Stein an Stein, im Wasser, mit Dosierung. Und hier an der Stoßfuge, da sehe ich jetzt auch gleich schon was. Bevor ich den jetzt nachher noch mal hinsetzen werde, kann ich hier schon eine Kleinigkeit bearbeiten, wegschlagen. Bei dem Stein und bei dem Stein jeweils der Überhang. Dann kommt mir der Stein, diese Stoßfuge, noch näher aneinander. Das macht der gelernte Landschaftsgärtner mit dem sogenannten Fäustel- und Setzeisen, wie ein Steinmetz.
Spaß. Zur Regel Stein an Stein gesellt sich noch eine. Jeder dritte Stein einer Mauer sollte ein Binderstein sein. Das ist die Stirnseite, ist nachher die Ansichtsseite. So ein Binderstein, der muss doppelt so lang sein wie die Tiefe der normalen Reihe. Die ganze Hangkraft, alles was von oben kommt, das Gewicht, das drückt eben hinten zusätzlich noch mal drauf. Und somit bekommt die ganze Mauer eben diese Hangneigung zusätzlich Stabilität und hat den Druck nach hinten, kann also nicht mehr nach vorne kippen. Die sind jetzt beide oder alle drei Fugen eigentlich schon sehr press einander. Trotzdem verkeilen wir die hintereinander noch, dass unser hinterfülltes Material, was jetzt kommt, dieser Flickschotter, nicht die Möglichkeit hat, nach vorne durchzurutschen. Der Drainageschotter gehört zwischen Naturstein und Vlies. Hier soll er das Wasser schnell ableiten. Ein schwimmender Muschelkalk bekommt Risse und löst sich auf. Kollege Niko Ivkovic verdichtet die Schicht noch. Mit der ersten Reihe steht und fällt alles. Die Natursteine schultern später die Hauptlast. Mit Fundament, Drainage, Dosierung, Binderstein und Stoßfugen endet der erste Tag. Mit der Suche nach den passenden Steinen beginnt der zweite. Wie ein Puzzle, wie ein großes Puzzle. Also wenn ich die Steine anschaue und ich sage, okay, der könnte dahin passen. 35. Jetzt für den nächsten hier die Lücke zwischen rein, da habe ich jetzt auch schon einen vorhin ausgesucht, der da eventuell gut passen kann, der mit wenig Bearbeitung dann da reingeht. Da hilft die Erfahrung natürlich sehr, sehr weiter. Ab jetzt geht es Stein auf Stein. Wie bei einem 3D-Puzzle sollen sie jetzt nicht nur vertikal passen, sondern auch horizontal satt aufsitzen auf der sogenannten Lagerfuge. Der sitzt mir jetzt eigentlich schon gar nicht so schlecht. Er ist noch ein bisschen hoch auf der rechten Seite. Und wenn man jetzt hier in die Lagerfuge schauen würde, dann ist hinten rechts, sitzt er auf dem Binderstein noch ein bisschen auf einen Punkt auf. Den kann man jetzt noch mal weglupfen. Ich schlage diese Ecke weg und dann kommt er mir hier noch ein bisschen runter und dann sitzt er ganz satt auf. Erneut mit Setzer und Fäustel. Das ist relativ schwer. Auch der Fäustel, das ist jetzt 1,5 Kilo Fäustel. Ich habe einfach mehr Schlagkraft dahinter. Mehr Power, dann bricht mir das einfach stärker weg. Das ist schon anstrengend. Man gewöhnt sich mit der Zeit natürlich auch ein bisschen daran. Das Fitnessstudio fällt da jetzt weg. Das hat man tagsüber. Ja, einfach ein bisschen versuchen runterzukommen, den Körper nicht noch weiter zu belasten. Einfach ein bisschen ruhiger sein. Der 33-Jährige geht es ruhig an, wenn er die Steine setzt. Je präziser sie sitzen, desto stabiler später die Trockenmauer. Deshalb bearbeitet er jeden einzelnen Quader. Ohne Marvin Ude sitzt keiner fest in der Mauer. Jeder Stein ist ein handbehauenes Unikat. Wichtig ist bei den Steinen, dass sie auf jeden Fall, wie vorhin schon gesagt, sehr gut aufsitzen. Der kippelt jetzt noch ganz leicht, aber das kann man jetzt durch die Keile lösen. Jetzt muss ich den passenden Keil aussuchen. Der muss natürlich schön, der muss reingehen. Der darf nicht zu groß sein. Der sollte also nicht so drüber kippeln. Der muss zwischen Stein und Stein sitzen. Fest. Zur Motorflex greift Marvin Ude, wenn große Teile am Stein überstehen und weg müssen, wie hier, damit die Formel Stein an Stein aufgeht. Der nächste Muschelkalk schließt die Lücke zwischen altem und neuem Bauabschnitt. Die Trockenmauer läuft über Eck. Damit die losen Natursteine in den Reihen stabil stehen, setzt Marvin Ude die Steine über die Stoßfugen. Auch das gehört zur alten Bauweise.
fest. Bis in die 50er Jahre sind viele Trockenmauern gebaut worden, besonders in Weinbauregionen, um Hänge zu stabilisieren und Flächen begehbar zu machen. Die Flurbereinigung machte Schluss mit diesen Natursteinmauern ohne Mörtel. Heute gelten Trockenmauern in vielen Ländern als immaterielles Kulturerbe. Sie sind wieder geschätzt, weil sie Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten. Marvin Ude greift erneut zur Motorflex, ritzt dieses Mal nur die Oberflächen ein. Dadurch spart er Zeit und Kraft, wenn er mit Fäustel und Setzer nacharbeitet. Sein Ziel: eine großflächige Lagerfuge. Die Aufeinandersetzung, eigentlich, dass die Lagerfuge schön sitzt, die Stoßfugen schön aneinander gehen, das ist so das i-Tüpfelchen. Das gilt auch für den Binderstein, wenngleich er größtenteils im Flickschotter sitzt. Er trägt die Hanglast und stabilisiert die Mauer. Nach dem Ausrichten des Bindersteins verkeilt er wieder die Stoßfugen und füllt den Drainageschotter auf. Ja, das sitzt mir genau in der Flucht, da muss ich gar nichts mehr dran bearbeiten. Dieser Quader soll nach oben in die letzte Reihe, die sogenannte Mauerkrone. Dann ist die Trockenmauer rund 1,5 Meter hoch. Der wäre von der Höhe richtig schön. Aber die Stoßfuge, die gefällt mir nicht. Die macht nach vorne ziemlich auf, hinten hat er Kontakt. Die Möglichkeit wäre jetzt, das so abzusägen, abzuspalten. Davor schaue ich aber, ob ich noch einen anderen da habe, der eventuell besser dahin passt. Man hat den Zeitfaktor natürlich im Rücken. Man muss ein bisschen darauf achten bei der Steinauswahl, welcher passt jetzt am ehesten, bei welchem muss ich nur etwas wegbearbeiten, dass er dann sitzt, oder wo ich dann sagen muss, okay, wir probieren den nächsten Stein. Da braucht man dann ein gewisses Auge dafür, um zu erkennen, welcher Stein an welchem Platz am besten hinpasst, mit minimalen Bearbeitungen, dass es dann funktioniert. Sie bauen Mauern wie Maurer. Sie behauen Steine wie ein Steinmetz, sie pflastern Wege, pflanzen Beete und pflegen Gärten. Mit ihren berufsübergreifenden Aufgaben zählen Landschaftsgärtner nicht zum klassischen Handwerk. Sie fallen in die sogenannten grünen Berufe wie Förster, Landwirt oder Winzer. Die Stoßfuge passt besser. Dafür braucht er für eine satte Lagerfuge erneut Fäustel und Setzer. Wer eine Trockenmauer selbst bauen will, braucht keine Baugenehmigung. Nur eventuell gilt es, Vorgaben des Nachbarschaftsrechts zu beachten. Wer die Mauer 2 Meter und höher errichten will, benötigt zuvor eine Standsicherungsprüfung eines Statikers. Hier in Oberndorf am Neckar gibt es keine gesetzlichen Vorgaben, die den Bau einschränken würden. Marvin Ude unterbindet das Kippeln wieder mit Keilen zwischen Stein und Stein. Sitzt. Eine Mauerkrone wird eigentlich ohne Bindersteine gesetzt.
Also bei einem Quadermauerwerk sollte es mindestens 15 cm Überbindung sein. Das hat statische Gründe. Dass wir jetzt einen besseren Versatz bekommen für die nächsten Steine, können wir jetzt auch so einen entlangsetzen, den wir später dann hier noch abspalten werden. Und können jetzt wieder mit mehr Auswahl weitermachen. Hier kommt später eine Rasenfläche dagegen. Und der Stein, der ragt jetzt ja so gesehen in die Rasenfläche rein. Und jetzt werde ich den noch auf die Flucht der anderen 2 Steine hinten abspalten. Da werde ich hier 3 Löcher bohren und dann mit meinen Keilen den spalten. Ja, die Löcher sind jetzt gebohrt. Jetzt kommen meine Spaltkeile. Die werden jetzt in die Richtung reingesteckt, wie der Stein brechen soll. Heißt, die Bruchrichtung ist die. Falsch wäre jetzt, wenn man sie in 90 Grad reinstecken würde, so rum. Dann würde die Schlagenergie ja so rumlaufen. Das passt aber nicht. Daher in der Flucht. Und jetzt wird abwechselnd mit dem Feuchte draufgeklopft. Das merkt man vom Gefühl her, wann der Stein schon bricht oder wann ein Stückchen eingerissen ist. Dann rutschen die Keile auf einmal ein Stückchen mehr runter. Dann schlage ich wieder auf den anderen, wo mehr Widerstand ist. Und irgendwann merke ich, wann er bricht. Zack. Ja. Sogar sehr gerade gebrochen. Das mache ich sehr gerne. Solche Arbeiten, allgemein Arbeiten mit Naturstein, also Naturstein, Pflaster, Einzeiler, solche Arbeiten, Pflaster legen, das ist schon das, was mir am meisten Spaß macht. Während Marvin Ude am Haus unten noch Steine setzt, ist der obere Teil des neu angelegten Gartens aus Natursteinen begehbar und fertig für die Bepflanzung. Eine Auswahl an Präriestauden hat Gärtnermeister Jochen Thoman für die Beete in Oberndorf am Neckar dabei. Muschelkalk und Präriestauden passen perfekt zusammen. Beide sind frostbeständig und mögen keine nassen Füße. Das Klima einer Region spricht mit bei der Wahl der Pflanzen und der Natursteine. Und das ist natürlich der Stein unserer Heimat von der Schwäbischen Alb, der weiße Jura, der Jura-Kalkstein. Allerdings sind unsere Steinbrüche jetzt so geeignet für Mauersteine oder für Platten im Außenbereich. Da ist die Frosthärte zu gering, muss man sagen. Und die Haushaltsbeständigkeit ist nicht gegeben. Der Alb-Jura macht sich in Innenräumen als Fenstersims gut, der fränkische Jura als Gartenstein. Wunderschöner Stein für mediterrane Gärten, für moderne Bauhausstilarchitektur, aber auch für klassische, traditionelle, verspielte Gärten nehmen wir den gern. Der härteste Stein, den wir gern verwenden, als auch ein regionaler Stein, das ist der Schwarzwaldgranit. Er ist, was Granit tatsächlich verspricht, ein Hartgestein, ein Stein für die Dauer, ein Stein über Generationen. Er ist haushaltsbeständig, das macht ihm auch nichts aus, ist auch säure- und witterungsbeständig. Der ist schwieriger zum Bearbeiten, weil er Hartgestein ist. Wir haben den Muschelkalk ausgewählt wegen dem Stil vom Haus, wegen der Holzverschalung, die wir da haben. Und hat den Muschelkalk auch ausgewählt aus dem zweiten Grund, weil wir ein exakteres Fugenbild kriegen. Fugenbild, Farbspiel und Frosthärte haben den Zuschlag bekommen. Zu Beginn der Planung sind auch Betonmauern im Gespräch gewesen.
Im Fall wie da, also wo wir jetzt verschiedene Ebenen haben, wir bräuchten 4, 5 Betonfundamente, um die Mauer tragkräftig zu machen, also wenn man jetzt eine Winkelböschung stärkt, würde ich sogar sagen, dass man bei diesem Projekt mit dem Naturstein, mit den vielen Natursteinen, günstiger wäre, wie wenn wir die ganze Etage Betonfundamente reinziehen müssen. In der Zwischenzeit ist Marvin Ude mit der unteren Mauer aus Muschelkalk am Hangende angekommen. Hier hat er einen Eckstein vorgesehen. Also das ist einmal zur Optik, das sieht immer sehr schön aus, wenn man hier am Eck einfach das noch zubaut. Ein praktischer Nutzen ist, wir können dadurch das Gelände ebener anfüllen und von dem Niveau von der dritten Reihe an dem Stein entlang das runterböschen auf das Niveau der zweiten Reihe. Dadurch haben wir mehr Strecke quasi, wo wir den Boden später für die Rasenfläche modellieren können. Der Wetterumschwung stört beim Platzieren des Abschlusssteins nicht. Den setzt er wie gehabt Stein auf Stein und Stein an Stein. Da ich das Handwerk so mag, diese Mauerbauarbeiten, gebe ich mir natürlich schön Mühe. Ich möchte, dass das schön aussieht, dass ich selber auch damit zufrieden bin. Im Endeffekt natürlich am Schluss auch die Kunden. Ja, ich mag eben diese Anpassungen, dass es schön sitzt, dass das Ergebnis schön ist. Da freue ich mich natürlich selber dann auch sehr drüber. Das war jetzt der letzte Stein. Mit den Mauerarbeiten wären wir jetzt hier soweit mal fertig. Jetzt werde ich hier noch die Kanten nachschlagen, die Flucht noch mal nachschlagen und dann haben wir es hier geschafft. Die Kanten schlägt er der Optik wegen nach. Das gilt für die Mauerkrone wie für die Reihen darunter. In der Höhe darf es ein bisschen hoch und runter gehen. Aber die Kante an sich möchte ich schon sehr genau schlagen, weil das ist die Reihe, wenn man drauf zuläuft, da steht man doch mal davor und guckt geradeaus. Und dann ist es natürlich schön, wenn man hier die saubere Kante sieht. Für die Mauer am Haus haben sie 5 Tage lang 10 Tonnen Muschelkalk auf 12 Metern Länge gesetzt. Die letzten Handgriffe für Marvin Ude und seine Kollegen sind Lagerfugen mit Schotter bedecken, eine Sperrschicht Vlies darauf legen, Stützmatten entfernen und Erde auffüllen. Die Trockenmauer ist fertig. Die trocken gebauten Mauern brauchen künftig keine Pflege durch Familie Martin. Das hat unsere Erwartungen total übertroffen. Vor allem, wenn man euch zuguckt hat, wie ihr die Steine setzt, so exakt und so präzise. Man sieht so einen Stein und denkt, naja, ein Stein ist halt unförmig und den kriegt man nicht anders hin, wie dass man sie aufeinander setzt. Aber da gibt es riesige Unterschiede. Und da freuen wir uns riesig, dass es so gelungen ist. Und hoffen auch, dass da hier mal ein paar Eidechsle und Blindschleiche sich wohlfühlen. Stimmt. Ja. Also ich bin auch sehr zufrieden jetzt mit der Arbeit hier. Es ist gut gelungen, haben wir gut geschafft, die Steine passen soweit. Und jetzt kann man hier den Terrassenbelag dann fertigstellen. Und dann wird es noch mal mehr zur Geltung kommen, hier die Mauer. Obwohl das ja, die Frau Martin hat vorher auch gesagt, Steine sind, die kann man nicht einfach nur so nehmen und Stein auf Stein machen, sondern da muss man auch dafür haben, man muss sie etwas zusammenpuzzeln und auch bearbeiten. Und da muss ich eigentlich sagen, da hat der Marvin einen hohen eigenen Anspruch, den man eigentlich nicht steigern kann, finde ich. Es gibt Kollegen, die machen das bestimmt auch so gut wie mir, aber besser nicht. In steinalter Bauweise mit zeitlosen Natursteinen überdauern diese Trockenmauern Generationen. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.